Raten Sie, liebster Vater, wer heuer zum Stern der Saison in Paris wurde. Zum Löwen aller Musiksalons. Alles schwärmt von Mozart. Überall wünscht man sich Mozart. Mein Klavier wird täglich von einem Salon in den anderen überführt. Schöne Damen wollen sich gegenseitig mit ihren Küssen zuvorkommen. Wir nennen das Spiel Amoureuse. Als führten silberne Fäden direkt vom Himmel zu ihm. Gott ist zwar unsichtbar, aber in der Musik wird er hörbar und zutiefst fühlbar. Mein Schatz, dass du nicht dabei warst. Es war fantastisch. Ich habe ein neues Konzert in A gespielt. Und weißt, ganz vorne am Klavier sitzt eine alte Frau und... Du hast schon wieder geweint. Ich will heim. Zu Vater und Nannerl. Ich hab so ein Heimweh. Den ganzen Tag lang sitze ich hier allein. Keiner da, mit dem ich ein Wort sprechen könnte. Du kommst immer später. Noch 2, 3 Monate. Das werden wir schon noch schaffen. Ich habe auch Heimweh, aber wir können doch jetzt nicht zurückfahren, jetzt wo es so gut läuft. Au! Tut schon immer weh. Wir sehen, es wird alles schon wieder gut. Lieben Sie mich? Könnte ich Sie nur genauso bezaubern, wie Sie mich? Madame, Ihre Augen sind wie die Fenster zur Hölle. Nur meine Augen sind Ihnen aufgefallen? Jetzt sollte ein Feuer ausbrechen. Wie hier in Paris die Oper gebrannt hat, sind alle Damen nackt herausgelaufen. Mama.
Ich bin dran. Pass auf dein Kleid auf. Aloysia, lieben Sie mich? Wolfgang. Ich möchte Sie heiraten. Ich meine es im Ernst. Ich liebe Sie. Ich schreibe eine Oper mit den schönsten Arien für Sie. Mio piccolo Amadeo. Wie komisch Sie aussehen. Ein Antrag. Komm. Scheiß doch auf die. Bäsle. Cousinchen. Oh, hätte ich deine Brautjungfer spielen sollen. Und jetzt? Jetzt möchtest du deinem Leben ein Ende setzen? Etwa nach dem Vorbild Goethes Werther? Da wüsste ich eine andere Lösung. Schnupf, Tabak, Rauch, Tabak und dann Pisil. Ich lass das Mehl ran, das riecht nicht will. Ich lass das Mehl ran, das riecht nicht will. Schnupf, Tabak, Rauch, Tabak und dann Pisil. Leck mich das Menschenarsch, das riecht nicht weh. Leck mich das Menschenarsch. Man darf nichts ernst nehmen auf dieser Welt. Alles ist umgekehrt. Die Uhren laufen rückwärts. Das Schwein stößt den Ziegenbock mit den Hörnern. Aber mein Herr, Aber Madame, ich bin doch Drahtsom. Gnagflo, Idamar, Drahtsom. Mozart, Mozart, Mozart. Nibal Eschim? Nibal Eschim? Mich Sie lieben? Lieben mich Sie? Verzeihen Sie, Herr. Danke. Kannst du lesen? Welche Frage?
Tlr, Kmilor, Rnfls, Lin, Kumlo, Splin, Das ist mein Vater. Splunmorl, Oehut, Löfnel, Er schreibt chiffriert. Wegen der Zensur vom Erzbischof. Er schreibt, dass der Josef II. Einen neuen Kapellmeister für die Oper sucht. Sapperlot. Aber wie schaffe ich, dass er mich spielen hört? Er geht ja nicht in Konzerte. Weißt ja, der Kaiser haben fortwährend allerhand zu tun. Er spricht schnell. Ist schnell. Tut sicher auch schnell scheißen. Um 5 Uhr früh reitet er schon im Augarten herum. Ja, das ist es. Ha! Mein süßes Köpferl. Mein Gescheites. Da fahr ich hin. Ganz einfach. Meine Damen und Herren, ich gebe ein Konzert im Augarten. Um 5 in der Früh. Bravo, Mozart. Bravo. Wien scheint die Stadt der Verheißung für Sie zu sein. Aber warum sind Sie in diesem alten Gasthof abgestiegen? Ich habe dort meine ersten Tage in Wien verbracht, als Kind. Wir haben eine Wohnung im Haus zum Auge Gottes genommen. Ein schöner Name, nicht? Und wenn Sie wünschen, gäbe es ein entzückendes Zimmer für Sie. Samt Betreuung und Hausmannskost. Mit Liebe zubereitet. Oh, Ihre Großzügigkeit, Madame. Das Angebot kann ich leider nicht annehmen. Maestro, jetzt wird aus Ihnen ein echter Kavalier. Hier bitte. Merci. Sieht nicht unser Amadee prächtig aus? Ein junger Herr wie aus Porzellan. Wo werden Sie nach dem Konzert speisen? Entweder werde ich beim Fürsten oder im Theatercasino zu Abend essen. Merci. Und könnten Sie vielleicht Konstanze, sie ist Ihnen ja so ergeben, irgendwie mitnehmen? Immer sitzt sie nur daheim. Wenn ich zuhören dürfte, von hinten. Na gut, komm mit. Gratuliere, Mama.
Die Mode teilt heutzutage den Körper in zwei Hälften. Was sie unten keusch verdeckt, das enthüllt sie oben. Und das Strumpfband teilt das Bein bekleidet und ihn entblößt. Wo bleibt Ihr Schamgefühl? Schamgefühl? Ist es nicht die Tugend, die im Unterrock verborgen ist? Doch legt eine Frau den Rock ab, dann ist es mit dem Schamgefühl vorbei. Moment, bin gleich fertig. Geschätzter Herr Mozart, durch Ihre zügellose Zuneigung, die Sie ohne jegliche Hemmung meiner Tochter Constanze gegenüber in aller Öffentlichkeit erweisen, haben Sie Den tadellosen Ruf des Mädchens in Frage gestellt. gefährdet, ja zerstört. Womit es wünschenswert erscheint, dass Sie die vorliegende Erklärung unterschreiben, als Bestätigung Ihrer Absicht, das erwähnte Fräulein Meine Tochter Constanze innerhalb eines Jahres zu ihrer gesetzmäßigen Gattin zu nehmen. Denn widrigenfalls widrigenfalls verpflichten Sie sich hiermit eine Abfindung in Höhe von 300 Gulden jährlich bis an Ihr Lebensende an Sie zu bezahlen. Das nenne ich mir ein Messer an die Kehle setzen. wir verlassen uns auf ihren Sinn für ehrenvolles Handeln. Eine Feder? Ich brauche wirklich keine schriftliche Beteuerung. Meinem lieben Wohlfall glaube ich aufs Wort. Keine Sorge. Das verpflichtet ihn nur noch mehr. Nun aber, liebster Vater, wer ist der Gegenstand meiner Liebe? Doch nicht eine weberische. Ja, eine weberische. Aber nicht Josefa, nicht Sophie, sondern Constanza, die mittlere. Ich habe in keiner Familie solche Ungleichheit der Gemüter angetroffen wie in dieser. Die Mutter? Die Mutter neigt dem Liköre zu. Aloysia ist eine falsche, schlecht denkende Person. Und eine Kokette. Josefa ist faul und grob. Und die Jüngste, Sophie, ist noch zu jung, um etwas sein zu können. Die Mittelste aber, nämlich meine gute liebe Constanze, ist die Märtyrerin darunter. Und eben deswegen vielleicht die gutherzigste, geschickteste und mit einem Wort die beste. Es drückt und zwickt. Vergeblich bemühst du dich aus aller Kraft, mir diese Constanze in bestem Lichte zu beschreiben. Lüg zumindest dich nicht selber an. Sie ist nicht hässlich, aber auch nichts weniger als schön. Ihre ganze Schönheit besteht aus 2 schwarzen Augen und in einem schönen Wachstum. Sie ist doch nicht zum Aufwand geneigt. Im Gegenteil, sie ist gewohnt, schlecht gekleidet zu sein. So werde ich nicht nachlassen, liebster Vater, Sie zu bitten, dass ich diese Arme erretten und uns alle glücklich machen darf. Sie sind es doch auch, wenn ich es bin. Nein, 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 nein. Und damit erkläre ich euch für Mann und Frau.
Liebster Vater, ich küsse Ihnen die Hände und danke Ihnen mit aller Zärtlichkeit für die mir gütigst zugeteilte Einwilligung und den väterlichen Segen. Ich konnte mich aber auch gänzlich darauf verlassen. Sie wissen, dass ich selbst alles, was nur immer gegen solch einen Schritt einzuwenden ist, nur zu gut einsehen musste. Aber auch, dass ich, ohne mein Gewissen und meine Ehre zu verletzen, nicht anders handeln konnte. Lieber Mozart, in diesem Quartett ist etwas Großartiges. Wo nehmen Sie die Einfälle her? Sie haben wirkliches Genie. Und manchmal Zahnschmerzen, Papa Haydn, Zahnschmerzen. Ich hab's komponiert, weil ich nicht schlafen hab können. Ja, so klingt's auch. Findet ihr diesen Übergang nicht ungewöhnlich? Natürlich, der ist ungewöhnlich. Aber richtig. Probieren wir es nochmal. Mein Herzl. Ich habe ja eigentlich eine andere heiraten wollen, Ihre Schwester. Das kenne ich. Das kenne ich. Mir gefällt diese Musik. Dankeschön. Eine einzige geheimnisvolle Note reicht. Sie unterscheidet den Meister vom Dilettanten. Und welche bitte? Welche ist das? Sucht sie heraus. Muss man unbedingt alles verstehen? Die Sonne ist auch schön und ich frage mich, warum. Wolfgang, ich möchte Sie für die Aufnahme in unsere Freimaurerloge vorschlagen. Freimaurerloge? Das ist ein Bund, der die besten Köpfe des Staates vereint. Wir sind die Träger der Aufklärung. Und Sie könnten auf Ihre Art, mit Ihrer Kraft, einen wertvollen Beitrag zum Fortschritt im Lande leisten. Ich schlage unserem Bunde, dessen Ziel es ist, in Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfestellung das Gute auf Erden walten zu lassen, vor, den suchenden Wolfgang Amadei Mozart als Mitglied aufzunehmen. Mein Herr, mehr noch als Ihre schriftliche Erklärung bürgt uns die Kenntnis Ihres Charakters, dass Sie aus keiner weibischen Neugier oder vielleicht anderen niedrigen Absichten den Zutritt zu unserer Gemeinschaft anstreben. Die Versicherung muss Ihnen also willkommen sein, dass wir mit allen unseren Kräften danach streben, die Übel der Menschheit zu mindern. Sind Sie noch entschlossen, unserem Bunde beizutreten? Antworten Sie mir mit einem überdachten Ja oder Nein. Ja. Dann also, Bruder Aufseher, lassen Sie den Suchenden reisen. Wer ist da? Ein Suchender, der den Weg der Tugend mit Entschlossenheit angetreten hat. Er ist von demselben noch weit entfernt. Lassen Sie ihn auf eine zweite Reise gehen.
Wer ist da? Ein Anhaltender, der mutig auf dem Weg der Tugend wandelte. Wahrlich, er ist dem Ziele näher gekommen. Lassen Sie ihn die dritte Reise machen. Wer ist da? Ein würdig Leidender, der sich durch alle Beschwernisse vom Weg der Tugend nicht abhalten ließ. Mein Freund, Sie sind dem Lichte nahe. Das Bewusstsein guter Handlungen sei Ihr einziger Stolz und im Leiden Ihr Trost. Bravo, signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, non sarà. Figaro il dice: se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Ein Kammerdiener auf der Bühne des Hoftheaters. Und er kann auch dazu alles viel besser als sein Herr. Und wie der Graf dargestellt wird. Eine Zumutung. Die Oper, das ist doch etwas Heiliges. Nein, dieser Mozart passt nicht zu uns. Le insegnerò, sì, le insegnerò. Er leistet sich schon allerhand. Und das in Ihrem Theater, Herr Salieri. Von seiner Majestät persönlich hierher beordert. Gegen die Musik ist nichts zu sagen. Die Geschichte besser hier als in deutscher Sprache draußen in der Vorstadt. Das wäre gut für einen Aufruhr. Und da zögert seine Majestät noch, wer der nächste Hofkapellmeister wird. Welchem der Herren soll ich den Vorzug geben? Meine Freunde, wir veranstalten einen Wettkampf. Wer von Ihnen komponiert die schönste Arie für mich?
Kommen Sie, meine Herren. Dieser Text ist für Sie, Herr Kapellmeister? Bella mia fiamma. Aber nur, wenn Sie vom Blatt singen. Prima vista. Sonst vernichte ich die Noten. Einverstanden. Ihnen, Mozart, steht dieser Raum zur Verfügung. Herr Lange mag in der Wohnung am Klavier Platz nehmen. Und der liebe Herr Kapellmeister könnte vielleicht im kleinen Salon. Und die anderen lieben Gäste, bitte zum Buffet. Meine Herren, an die Arbeit. An die Arbeit. Oh, bitte, Herr Kollege. Essen ist ein Plätzchen die beste Verdauungshilfe. Meine Liebe zu Ihnen, Charlotte, ist tief. Jeder Schritt ein Fürzchen, jede Drehung ein Münzer. Ist das auch so weit? Sie komponieren nicht, Wolfgang? Doch. Schon fertig. Das ist ja nur der Gesang. Hm? Ach, die Begleitung. Gib ihm Kopf. Komm jetzt. Jetzt bin ich aber gespannt, wie gut Sie vom Blatt singen, weil es ist nämlich gar nicht so leicht. Erlauben Sie bitte, mein Freund? Pardon. Merci. Giacomo Casanova. Er ist extra zur Premiere von Don Giovanni aus Dux hierher gekommen. Hoffentlich nicht umsonst. Ich fürchte, morgen erwartet uns eine Blamage. Statt zu arbeiten, widmet sich das Genie ausschließlich der Lustbarkeit und dem Billard. Ich bin hierher gekommen, um Sie zu ersuchen, das Ende Ihrer Oper zu ändern. Muss Don Juan denn unbedingt ins Nichts stürzen? Sie haben das doch nicht auf Ihre Person bezogen, oder? Ein schönes Spiel, nicht wahr? Tja. Die Form der Kugel hat was Faszinierendes. Vollendung, absolute Symmetrie, Einklang der Proportionen. Ordnung
Sinn, Gesetz und Gott. Und Leben, lieber Mozart, Leben. Spielen wir? Um Geld? Um Geld. Mozart, denken Sie nicht an den morgigen Tag? Josephinchen, es fehlt doch nur die Ouvertüre. Was, die ganze Ouvertüre? Sie ist schon fertig, ich muss sie nur mal aufschreiben und das mache ich in der Nacht. Und Sie kochen mir den Punsch. Und die Konstanze soll noch was vorlesen, dass ich nicht einschlafe. Schau dir das an. Die Notenwimpel neigen sich zur Seite wie im Sturm. Offenbar kommt seine Hand gar nicht nach, die fertigen Ideen aufs Blatt zu bringen. Keine Striche, keine Korrektur. Er schreibt ganz einfach aus dem eigenen Kopf ab. So ein Applaus. Das muss man ja gehört haben bis nach Wien. Und jetzt zeige ich den Don Giovanni dem Kaiser. Dann gehört der Hofkapellmeistertitel mir. Notte e giorno faticar per chi non la sa gradir, piova e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio far il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir. No, no, no. Der Wolfgang rechnet fest mit dem Titel. Da schau her, er unterschreibt sogar schon mit ihm. Karl K. Hofkapellmeister Wolfgang Amadee Mozart. Der größte Feind Mozarts ist Mozart selbst. Mein Auftritt. Una folle intorno gridi, chi son io tu non saprai. Una folle che gridi, chi son io non saprai. Ah, je trema mio furore, sconsigliata, sconsigliata, veder che libertino mi fa precipitare. Questa furia mi sperata, questa furia mi sperata, veder che libertino mi farà precipitare, sta veder che libertino mi farà precipitare. Sconsigliata, sconsigliata, veder che libertino mi farà precipitare. Es geht nichts über funktionierende Hierarchie. Und danach kann nur ich Hofkapellmaestro werden. Auf den Ordnungssinn des Kaisers ist Verlass. Und wie der Mozart sich auch immer aufführt. Lasciala in denga, zitti meco, non mi degno di pugnar te così pretendi a me fuggir, e si almeno non mi degno così pretendi da me fuggir, e si almeno guarditi misero. Misero, attendi, se vuoi morire.
tu sai che gelo è questo mai, pentiti canta vita, è l'ultimo momento, quando io non mi pensa, né lontan da me. Pentiti scelerando, a vecchio il fatuoso, pentiti, sì, Wie ich gehört habe, hat der Maestro Salieri den Hofkapellmeistertitel so gut wie in der Tasche. Na, das gibt's doch nicht. Na, der komponiert wie andere Nudeln schneiden. Das ist ein Flickschuster. Der Kaiser holt sich einen Leierkastenmann für seine Hofkapelle. Aber der Hof interessiert sich sowieso nur mehr für Balletttänzerinnen und Pferde. Die Oper war wieder ein harter Brocken für meine Wiener, Mozart. Lassen wir sie dran kauen. Majestät. Erlauben Sie, verehrter Kollege, dass ich Ihnen aufrichtig gratuliere. Dankeschön. Zwar gehört der Text eher in ein Vorstadttheater, doch die Musik, eccellento. Maestro Salieri. Pardon. Ich habe für Sie eine angenehme Nachricht. Oh.